Hi Leute, willkommen zu Lagen mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Waffenbau, aber zu mache ich auch schon mal Cosplay und einige andere Sachen, aber das seht ihr ja selber, wenn ihr meinen Kanal abonniert, liked, Kommentare und so weiter, kennt ihr ja schon. So, dann geht's heute mal, und zwar, ich mache ja für einen Ork-Spieler, mache ich Wurfdolche und bin jetzt auch an den restlichen Waffen. Und zwar möchte er zu den Wurfdolchen an der Zahl 12 möchte er auch noch zwei Wurfäxte haben. Auch wieder mit so Steinklingen. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das da wieder zusammenbastle, bleibt dran. Ne? Abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke, damit ihr keins meiner Projekte vergesst. Verpasst, meine ich natürlich. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Thema. Bleibt dran. Wir sehen uns. Also Leute, ich habe jetzt erstmal ein bisschen was vorbereitet. Heißklebepistole ist schon am Vorglühen. Schere. Hab erstmal am Monitor von einer, naja, auch so eine Stein-Obsidian-Axt mir mal ein paar Bilder rausgesucht. Hab dann so ein bisschen schon mal vorgekrakelt. Das Ganze war natürlich ein bisschen kurz für eine Wurfaxt, was ich da so gesehen hatte. Hab dann unten noch so ein bisschen dran. Das soll dann so ein grober Holzstiel werden. Da muss ich aber gucken. Ich glaube, da muss ich hier noch ein bisschen was umändern, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke mal, da muss ich noch ein bisschen was draufkleben. Aber das geht. Wie gesagt, bin noch am Überlegen, wie ich mache. Wir machen jetzt erstmal den groben Grundbau. Bin dann hingegangen, habe dann quasi Schablone gemacht. Ein bisschen Stiel. Sollen ja nicht zu groß werden. Dann bin ich aus 10er Matte, habe ich dann 4 Teile ausgesäbelt. Da werden dann immer 2 Stück, ein Achsblatt. Und dann bin ich hingegangen, habe noch aus Fliegengitter. Das ist allerdings nicht der dickere aus Kunststoff, sondern das relativ dünne. Aber das müsste eigentlich auch gut funktionieren. Ich will dann nämlich noch mal was ausprobieren. Tun wir erstmal 2 auf Seite. Dann gehen wir hin. Ich habe das extra ein bisschen üppiger gelassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Den Rest schneide ich weg. Dann brauche ich nicht so viel darum zu probieren. Gehe jetzt hin, mache erstmal so mittig. Und fixiere das quasi erstmal. Gucken, dass er nach oben, unten genug Abstand haltet. Also oben, unten. Dann kann man dann gleich nämlich das, was übersteht, wegschneiden. Das mache ich dann bei 2 Teilen. Wie gesagt, lasst oben und unten genug Platz und dann so ein Klebestreifen quasi mittig von dem Teil. Dann können wir dann zu den Seiten hin genug abschneiden, damit es dann nachher, dass ihr das dann auch vernünftig schleifen könnt. Das hat quasi den Hintergrund. So, hier oben ist ein bisschen lang. Ich glaube, das schneiden wir ein bisschen ab. Hätte man bei dem anderen vielleicht auch machen sollen. Ja, schauen. Ja, das geht. Das geht. So, hier oben noch so ein bisschen. So. So. Dann haben wir das quasi so weit, aber ich glaube, ich nehme noch für eine andere Schere, die ist nämlich nicht so toll. So. Nimm mal hier was Schärferes. Ich zwar auch schon wieder rumgesaut. So. Lege ich jetzt mal hin. Schneide da so einen Streifen weg. Muss dann nicht komplett. Hier oben ist ja genug Platz. Macht dann quasi nur so da, wo es weg muss. Das ist halt, hat den Hintergrund, da dann nachher das Ganze noch ein bisschen rund schleifen könnt. So sieht das jetzt hier ungefähr aus. Müsst ihr nicht so ganz ordentlich abschneiden. Das ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen schief und krumm ist. Können wir natürlich auch einen Kabelbinder einkleben. Das geht natürlich auch zur Stabilisierung. Aber dadurch, dass ich das Ganze so ein bisschen geschwungen gemacht habe, habe ich jetzt für Fliegengitter mich entschieden. Das stabilisiert eigentlich auch ganz gut. Klebt das Ganze dann vernünftig ein.
lassen wir dann erstmal ein bisschen antrocknen. Und jetzt gehen wir hin. Ich das Ganze oben, das Achsblatt auch noch so ein bisschen stabilisieren will. Habe ich mir noch 2 was größere Stücken gemacht. Ich jetzt mal hin. Wie gesagt, lasst immer genug Abstand zum Rand, damit ihr danach das schleifen könnt. Am besten so 1 Zentimeter oder so, das ist eigentlich immer ganz gut, auch wenn ihr noch ein bisschen was wegschneiden müsst. Hier einfach hin, macht wieder so ein Stück, um es zu fixieren. Können dann natürlich auch noch runterkleben. Klebt jetzt hier einfach nochmal drüber. Dann ist das zum Stabilisieren noch ein bisschen dicker. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich glaube, ich werde mal die Perspektive ein bisschen ändern, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Machen wir mal ein bisschen näher ran, Leute, damit man das auch ein bisschen erkennen kann, was ich da so betreibe. So. Schneiden wir hier noch so ein Stück weg. Wie gesagt, ihr müsst immer gucken, halt, was er macht. Wenn er jetzt, sagen wir mal, hier eine Achsklinge dran und eine Schräge reinmacht, dann lasst ein bisschen mehr Abstand zum Rand. Ja, weil da müsst ihr dann ja auch so ein bisschen tiefer reinschleifen. Jetzt bei dem Teil ist es nicht so tief. Eigentlich, aber ich lasse auch mal ein bisschen mehr Platz. Weil ich ja noch an diese Steinoptik dann da reinschleife. Dann kann es natürlich sein, dass ich dann eventuell doch ein bisschen tiefer rein muss. Jetzt schneiden wir auch noch weg. Wie gesagt, wenn es nicht so ordentlich ist, das ist hier drinnen, ist das nicht so schlimm. Sieht man nachher nicht mehr. Also keine Panik haben. Wenn es mal so ein bisschen schief und krumm ist. Ihr seht ja hier, das sieht auch ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Das ist ein bisschen halt zur Stabilisierung, damit das Ganze nachher nicht so sehr rumwabbelt. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch zusätzlich noch einen Kabelbinder einkleben. Geht alles. Oder beides zusammen, wenn ihr ganz sicher gehen wollt. So. Das ist natürlich auch hier das dünnere Fliegengitter, was ich jetzt genommen habe. Das ist wirklich relativ dünn, da müsst ihr mal aufpassen. Beim Kleben, das ist nämlich gerne so, wie soll ich sagen, so Wellen am Werfen. Was jetzt innen drin auch nicht so schlimm ist. Dann wieder ordentlich Fliegengitter. Ihr geht einfach hin und macht hier noch von dem Pateks drauf, beziehungsweise von dem Heißkleber. Wenn es mal nicht ganz so deckt, ist auch nicht schlimm. Hier habe ich ein bisschen nah am Rand. Das ist jetzt nicht so, aber da muss ich wahrscheinlich auch nicht so viel schleifen. Vor allen Dingen kommt dann nachher noch entweder Leder oder ich muss mal gucken, was ich mache. Ob ich jetzt Leder dafür nehme oder Dreiermatt und dann das aussehen lasse wie Leder. Da bin ich noch nicht so ganz schlüssig. Ich bin bei den Wurfdeutschen auch noch am Überlegen. Ja, wie ihr seht, müsst ihr mal gucken. Das Zeug, auf jeden Fall das Dünne, das lenkt sich immer so ein bisschen. Deshalb haben wir jetzt hier oben nicht mehr ganz so viel Platz zum Rand. Da müsst ihr mal gucken, wie ihr das am besten macht, dass das sich nicht so lang zieht. Das ist halt der Nachteil jetzt bei dem dünnen Fliegengitter. So, jetzt haben wir die Teile fertig. Und dann kleben wir die quasi drauf. Dann brauchen wir jetzt den Heißkleber, brauchen wir nicht mehr. Dafür brauchen wir jetzt eine Unterlage. Dann gehen wir hin. Die Sachen brauchen wir nicht mehr. Das Ding ist nachher die Schablone noch ein bisschen für die Optik. So als Anhaltspunkt. Nehmen wir uns einfach irgendeine Unterlage. Irgendwo dann Papier, was wir voll sauen können. Machen wir erstmal das erste, legt da drauf und klappt das Ganze so auf. Müsst ihr immer dran denken, wenn ihr nicht ganz sicher seid, welche Seite ihr klebt, immer erstmal drauflegen das Teil und dann einfach aufklappen. Dann könnt ihr euch auch nicht vertun. Ist mir früher sehr oft passiert, also ich habe oft früher Sachen wegwerfen müssen, beziehungsweise konnte sie nicht mehr verwenden, weil ich die falsche Seite auf dem anderen Teil
mit Kleber beklebt hatte. So, ich probiere jetzt einfach hier auch nochmal den Pattex hier, diesen Sprühkleber. Ich finde den irgendwie total geil. Mal schauen. Gucken wir einfach mal. Also ich feiere das Zeug immer noch übelst, Leute. Weiß ich nicht. So, das ist jetzt das erste Paar. Ich tue mal so ein bisschen hier auf Seite. Ups, dann können die schon ein bisschen antrocknen. Dann machen wir dasselbe bei dem anderen auch noch. Wieder drauflegen, spiegeln. Schmeißen wir mal auf Seite. Dann lassen wir das Ganze ein paar Minütchen antrocknen. Wie ihr seht, ich bin von dem Zeug total begeistert, Leute. Das jetzt auch noch so super hält. Also bei den Wurfdolchen hat das super funktioniert. Vor allen Dingen war es das schnell aufgetragen. Also bei manchen Sachen kann man das wirklich. Also ich würde mal sagen, so bei einem Schild oder sowas ist das bestimmt nicht schlecht. Ich weiß natürlich nicht, wie ergiebig das Zeug ist, aber so prinzipiell finde ich das Zeug schon ziemlich geil. So, jetzt haben wir das fertig. Jetzt müssen wir den Kleber erstmal ein bisschen trocknen lassen, damit das Ganze dann nachher, dass wir das schneiden und schleifen können. Lassen wir jetzt erstmal liegen. Der Kleber ist jetzt trocken, Leute. Dann gehen wir jetzt erstmal hin mit dem Cutter und schneiden das alles erstmal so weit bündig. So ein bisschen an ein paar Stellen lappt das bei mir immer über. Ich weiß auch nicht, warum das nie so richtig passt, obwohl ich ja die Schraube. Dann haben wir das ganze Gefissel jetzt erstmal abgeschnitten. Dann gehen wir jetzt hin und schleifen das Ganze noch so ein bisschen. So, jetzt brauchen wir einen Kugelschreiber oder wir nehmen einen Edding. So Leute, jetzt habe ich hier erstmal so ein bisschen aufgekrakelt. Kann man ja so gut, denke ich mal, kennen. Das ist jetzt nur so grob als Anhalt, damit ich ungefähr weiß, wie ich schleifen muss. So, dann nehmen wir wieder den guten alten Dremel. Jetzt haben wir hier erstmal so die Steinkontur schon mal rausgefräst. Das Ganze wollen wir natürlich auch ein bisschen simpel halten. Da machen wir jetzt erstmal, wenn wir hier noch ein bisschen die Kanten brechen. Damit hätten wir das schon mal soweit fertig. Und dann gehen wir hin und machen danach alles mit dem Lötkolben glatt. Damit wir das alles noch ein bisschen nachziehen können. Bin jetzt bei beiden hingegangen, habe dann quasi schon mal alles soweit ausgekokelt. Beziehungsweise mit dem Dremel. Und jetzt gehe ich hin mit dem Lötkolben. Wird das Ganze noch so ein bisschen glätten und je nachdem noch ein bisschen Kanten noch ein bisschen feiner machen. Das Ganze haben wir jetzt erstmal ein bisschen geglättet, noch so ein bisschen die Konturen nachgezogen. Hier kommt später noch Leder drüber. Da werde ich aber wahrscheinlich echtes für nehmen. Ich habe mir auch schon so grob überlegt, wie ich das am besten mache. Aber das seht ihr ja dann, wenn es soweit ist. So, dann haben wir erstmal die Rohlinge soweit fertig. Dann können wir die schon mal anfangen zu pinseln. Dann wollen wir mal weitermachen mit dem Ganzen. Ich habe jetzt hier ein bisschen dickeres Rundeisen aus Alu. Das war, glaube ich, mein erstes. Also nicht ganz so stark gebogen. Dann die 2 Äxte, 2 Kordeln, um das Ganze dann wieder aufzuhängen. Schwarzes Latex. Und dann fangen wir mal an.
Machen wir wieder Kördelchen dran und dann hängen wir das Ganze erstmal auf Seite und lassen das erstmal trocknen. Dann geht es mal weiter, Leute. Und zwar nehmen wir erstmal ein dunkles Braun. Und dann gehen wir wieder hin und bürsten das Ganze wieder. Aber dadurch, dass das halt für einen Ork ist und das Helle nicht so wirklich passen würde, mache ich halt was dunkler. Wie gesagt, können wir mit Wasser verdünnen, mit dem Pinsel auftragen und dann, aber ich mache das jetzt einfach mal dünn mit dem Schwamm und tue das Überschüssige mit der Seite hier quasi wegwischen. Dass das ein bisschen älter aussieht, vor allen Dingen da, wo ihr halt ein bisschen zu hell vielleicht habt. Dann haben wir jetzt das Schwarz auch drauf. Dann muss ich mal gucken, Silber. Das habe ich natürlich wieder auf der Seite gelegt. So. Dann habe ich denselben Pinsel, den ich für die Wurfmesser genommen habe. Mache da so einen kleinen Kleck Silber auf der Seite. Ich zeige das euch jetzt aber nur anhand von der einen Axt. Die andere, das ist ja dann quasi dasselbe. Lassen wir jetzt erstmal trocknen. Okay, das Ganze ist jetzt soweit erstmal trocken. Dann nehmen wir uns einen Topcoat. Im Endeffekt, das ist beides dasselbe. Egal. So. Erstmal einen guten Schuss rein. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal Topcoat. So, 3/4 ist jetzt hier Topcoat drauf. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen. Dann wollen wir mal weitermachen. Die Dinger sind jetzt soweit trocken. Jetzt habe ich mir überlegt, habe mir 2 Lederriemen gemacht. Die anderen, glaube ich, brauche ich nicht. Oder naja, vielleicht doch, wenn ich noch eine Griffwicklung mache. So, dann gehen wir mal hin. Die Golden brauchen wir erstmal nicht mehr. Wahrscheinlich gar nicht. Ich werde jetzt mal ein Stück doppelseitiges Klebeband nehmen. Ich werde das mal halbieren. Und dann werde ich das Ganze hier erstmal drum machen. Ein bisschen weiter unten. Und dann nachher hoffen, dass das so funktioniert, wie ich mir das so gerade zusammengedüftelt habe. So, ja, habe ich mal wieder ein bisschen großzügig bemessen, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, machen wir das einmal rund. So, mal gucken. Dann werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Verschnitt haben, aber naja, gucken wir mal. So, dann klebe ich das nicht am Papier fest. Das war nämlich jetzt nicht der Plan. Dann gehe ich einmal so drunter durch. Quasi, wenn wir das dann über Kreuz haben. Ich hoffe, das klappt so. Dann haben wir das hier oben. Ich muss mal was drunter tun, sonst soll ich das nachher andauernd irgendwie festkleben. Das sieht dann nachher wahrscheinlich dann kacke aus. Machen wir hier ein bisschen Kleber drauf. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das jetzt denke. So. So über Kreuz. So, hoffentlich klappt das. Das ist jetzt so ein bisschen ausgedüftelt von mir. Kann natürlich auch in die Hose gehen. So, dann machen wir das hier auch einmal hier so runter. Und dann wickeln wir das Ganze. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier am besten mache. Und zwar nehme ich erstmal eine Schere. Und das Ganze hier jetzt erstmal ankleben. Und das Stück. Und dann noch den Rest an dem Klebeband.
werde ich dann hier noch sofort beiführen. Am besten so bis hier. Gucken, ob das so klappt. Ja, sollte funktionieren. Ich hoffe, das Ganze kann man so ein bisschen nachvollziehen, was ich hier so mache. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, hier oben das hält auch. Dann machen wir auch noch ein bisschen Kleber. Das ist gut zu halten. Aber ich glaube, es geht. So. Das wäre jetzt Nummer 1. So, jetzt haben wir die Sachen verklebt. Ja. Aber von der Größe ist es genau richtig. Holz sieht man noch. Und das liegt gut in der Hand. So, dann brauchen wir jetzt einen kleinen Schwamm. Ziehen wir uns wieder einen Handschuh an. Jetzt habe ich, wie bei den Ork-Messern, habe ich jetzt Antik Finish Schwarz nehme ich. Normalerweise nehme ich ja meistens das Braun. Aber in dem Fall will ich das Ganze ja noch ein bisschen dunkler kriegen. Ich sehe gerade, ich klebe das hier auch noch so ein bisschen zusammen. Das kann nämlich nicht schaden, so wie das aussieht. Das verrutscht dann und dann sieht das nachher nicht mehr ganz so toll aus. So. Hoffe ich mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das jetzt mal wieder so vorstelle. Aber meistens klappt es ja. Dann müssen wir das Ganze noch ein klein wenig trocknen lassen. Ja Leute, die Teile sind jetzt fertig. So sieht das jetzt aus. Na, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch wieder ein bisschen zu euren Sachen inspiriert. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann mal viel Spaß beim Nachbauen. Und wer mich noch nicht abonniert hat nicht das Abonnieren vergessen und denkt dran, die Glocke aktivieren, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Dann wünsche ich euch mal wieder einen schönen Tag. Danke für alle, die mich schon wieder abonniert haben. Ihr seid echt die Besten. Danke an alle, auch die mich natürlich schon abonniert haben. Ich freue mich echt riesig. Ihr könnt euch schon auf die nächsten Videos freuen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.